Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einem analogen Foto- und Kino-Spaziergang. Heute möchte ich etwas erzählen über die Firma AKA. AKA, Acarete 2. AKA, das ist die Abkürzung wieder für Armbruster-Kamera. Armbruster ist der Inhaber, der mit der Fabrik angefangen hat. Es waren zwei Brüder, der Techniker und der Kaufmann. Und der Techniker hat natürlich zuerst einmal Erfahrungen gesammelt. Er war beteiligt bei der Firma Bernig, wie sie die Robotkamera konstruiert haben, bei Voigtländer mit der Brillantkamera. Dann war er bei Zeiss Ikon, Contax und bei die MAN LKW-Werke bei der Motorenentwicklung. Die Firma ist gegründet 1946, aber nicht gerade die günstigste Zeit, weil es war in der französischen Zone und bekanntlich Franzosen und Deutschen nicht unbedingt das beste Verhältnis haben. Der erste Name für diese Kameras war Acarete und kaum war die Kamera auf dem Markt, dann hat der erste Streit angefangen, weil Agfa hat sich auf die Füße getreten geführt mit die Aquarette. Und so müsste die Acarete bald einen neuen Namen suchen. Auf jeden Fall, hier ist die Acarete 2. Der Vorgänger war die Acarete 0. Und dann gab die erste Acarete, die nur 200 Stück gebaut wurden. Und sie haben diese hochinteressante Negativformat 24 x 32. Das war natürlich nicht das wahre, aber dann ist man auf Standardformat 24 x 36 gekommen. Sie hat eine große Auswahl an Objektive, weil das ist eine Wechselobjektivkamera. Sie hat zwei Sucher, wie ich schon sagte, französische Zone. Das war das erste Hemmnis, weil die Kamera wurde nur für die alliierten Kräfte konstruiert und verkauft und die Franzosen waren nicht unbedingt die Fotoliebhaber. Weil auch die alliierten Kräfte während dieser Besatzungszeit gewisse Vorlieben haben. Zum Beispiel die Engländer sind nur auf Leicas gestanden, die Amerikaner Leicas und Retina-Kameras. Und für die Franzosen blieb nur Acarete, aber trotzdem war die Idealkamera, weil es nichts Besseres gegeben hat. Eine Besserung ist gekommen natürlich mit der Währungsreform 1948, weil bis dahin war der Schwarzhandel einfach, hat alles dominiert. In der Zeit, wo der Schwarzmarkt herrscht hat, konnte man eine Film gegen 2 Schachtel Zigaretten kaufen und oft ist vorgekommen, dass mit 8 Schachtel Zigaretten einen Fotoapparat bekommen hat. Und es ist einfach so, die Verfügbarkeit war auch nicht so, wenn jemand so eine Kamera kaufen wollte, weil die Firmen natürlich lieber im Ausland exportiert haben, wegen Devisen, Import und so weiter. Die Kamera oder die Fabrik AKA hat natürlich auch nicht so lange überlebt, aber mit den Drängen der asiatischen Kameras und die Spiegelreflexkameras mit dem Schlitzverschluss und viele andere Sachen haben natürlich zum Einstellung eingeführt und 1960 ist die Kamera einfach in Konkurs bzw. die Produktion eingestellt. Passend zu dieser Kamera war auch dieser Blitz, immer wieder mit Blitzbirnen, die einmal verwendbar sind. Dann hat es dazu gegeben auch natürlich eine Belichtungsmesser. Und diese Sixtomat-Belichtungsmesser waren damals die Top-Geräte. Diese Belichtungsmesser haben fast 40% der Preis der Kamera und des Belichtungsmessers. Das war also eine relativ teure Angelegenheit. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Video.